Die Wildauer Mühle, ein Märchen aus dem Sagenbuch des preußischen Staates von 1868. In der Nähe des Kirchdorfes Emschenhagen liegt ein See, dessen blaue Kristallfläche einen anmutigen Anblick bietet, wenn man mit der Eisenbahn von Kiel nach Preetz fährt. Vor 100 Jahren aber war der See viel größer und um 1600 soll er eine 4-mal so große Fläche als jetzt eingenommen haben. Die ihn umgebende Gegend mit Holz und Sumpf bewachsenes Morastland scheint ihm den Namen Wildsee, heute Wellsee, verschafft zu haben. Die seit Jahrzehnten schon trockengelegten Seen Moorsee und Burgsee gaben ihm ihren Überfluss an Wasser so reichlich, dass die aus dem Wellsee entspringende Wildau zu Zeiten ungeheuer anschwoll und weit über ihre Ufer trat. An diesen Waldbach auf einer von hohem Wald eingerahmten Wiese, noch jetzt Mühlenteich genannt, lag ums Jahr 1516 eine dem Nonnenkloster Preetz zugehörige Mühle, so still und friedlich, wie man sich nur eine Waldmühle denken kann. Der Müller, seine Frau und Tochter lebten dort glücklich und zufrieden, denn der Zins ans nahe Kloster war nicht schwer. So war der Müller 50 Jahre, seine Tochter 18 alt geworden. Nur eins betrübte ihn, dass er keinen Sohn hatte, auf den er seine von seinem Vater und Großvater bereits bewohnte Mühle übertragen konnte. Sein Wunsch sollte jedoch auf andere Weise erfüllt werden. Ein aus dem Reich zugereister Knappe wusste das Herz seiner Tochter zu gewinnen, und wenn auch an Mitteln arm, war der junge Mann doch an Sparsamkeit reich. Mit ruhiger Zuversicht für die Zukunft ihrer Tochter schieden ein paar Jahre später die Alten aus der Welt. Aber von nun an änderte sich der Sinn des neuen Müllers. Er malte und malte, häufte Gulden auf Gulden, und mit dem Zuwachs seines Vermögens erwuchs seine Sparsamkeit zu Habsucht und Geiz. Seine junge Frau verzehrte sich in Gram und folgte bald den Eltern ins Grab. 2 Jahre war es her, seitdem die Müllerin ihr Haupt ins Grab gelegt hatte. Der Winter war hart gewesen, viel Schnee hatte die Felder bedeckt und man war in den März gekommen. Der Westwind jagte die feuchten Nebel der See über das Land, die um Mittag sich schon in Regen verwandelten. Je mehr der kurze Tag sich zum Abend neigte, desto stärker fiel der Regen, und wie es dunkel ward, goss es von Himmel in Strömen. Um Mittag war die junge Dorchen vom Hause fort. Sie war eine Bauerntochter, eine Waise. Die böse Stiefmutter hatte sie arg geschlagen, darum nahm sie ihren Erbteil, 30 Gulden, in ein Tuch geknotet und verließ raschen Schrittes die Heimat. Sie kam von Erpesfelde und wollte zu ihrer Tante nach Wenne, doch Schnee und Regen verhinderten ihr Fortkommen. Mit Mühe und Not erreichte sie die Mühle, wo derzeit die einzige Brücke über den Bach führte. Der Müller, den Schritt des Mädchens hörend, erfragte bald Ziel und Zweck ihrer Reise. Für eine Einladung, die Nacht hier zu bleiben und am nächsten Tage ihre Reise zu vollenden, wurde von ihr mit Dank angenommen. »Das Mädchen hat 30 Gulden im barem Gelde, ja wären die nur mein«, dachte der Müller, »so hätte ich 200 und wäre ein reicher Mann.« Der Gedanke lässt ihm keine Ruhe und reift schnell zur Tat. Er öffnet die Schleusen seiner Mühle, der geschwollene Bach setzt sich in raschen Gang, so dass Funken sprühen, die Mühlsteine sich drehen, und mit starkem Arme das schlafende Kind ergreifend, wirft er das Mädchen kopfüber ins Wasser. Ein Schrei, und zermalmt sind ihre Glieder, das Geld ist sein. Aber die Wildau hat den Schrei gehört. Sie zerbricht das Wehr, sie unterspült den Damm und reißt die Mühle in die Tiefe. Am anderen Morgen fanden die Nachbarn das kleine Mädchen mit sauber gewaschenen Gliedern auf einer Insel der Wildau sanft gebettet. Müller und Mühle waren verschwunden, und nur ein Teil des Dammes, eine Menge Pfähle und Trümmer des Mühlsteines konnte man noch sehen. Niemand aber hat die Mühle jemals wieder aufbauen wollen.